Neuer Tag, neues Glück. Wobei mit dem Glück, das hat sich für mich und mein Motorrad, Baujahr 2007, so gegen 15 Uhr ein bisschen erledigt. Ja, die Maschine hat sich entschieden, etwas inkontinent zu werden. Wie auch immer, dazu später mehr. Also gestartet in Sibiu bei schönem Wetter, man sieht hier blauer Himmel und wir sind durch ein paar Ortschaften gefahren, ganz nette kleine Dörfchen. Dann auch relativ schnell wieder in die Berge hoch und dann ging es weiter Richtung Lag Vidra. Ja, insgesamt wieder ziemlich lange unterwegs gewesen, lag auch so ein bisschen an der kleinen Panne. Und was genau passiert ist und warum wir dann so einen komischen Bogen gefahren sind, wie man am Anfang auf der Karte gesehen hat, das erfahrt ihr auch später. Viel Spaß! Nach nur wenigen Kilometern Landstraße ging es dann in dieses Tal rein. Ja, hier links war so ein E-Werk und insgesamt sind wir halt immer neben dem Fluss oder Bach lang gefahren. Später sieht man dann auch noch ein paar Wasserrohre, die vermutlich zur Trinkwassergewinnung gehören und alles halt mit diesem Lake Vidra zusammenhängt. Das ist ein Stausee. Seht ihr nachher auch noch. Grundsätzlich Untergrund, so wie hier zu sehen, schön Schotter, kaum Löcher, relativ trocken alles und easy zu fahren, relativ unaufgeregt und deshalb auch das erstmal im Schnelldurchlauf. Irgendwann haben wir dann das Tal wieder verlassen. Die Straße wurde auch besser tatsächlich und ja, wie man vorhin schon gesehen hat, es gab wieder mehr Autos und es gab dann auch diesen Pajero, der sich hier eine ganze Weile mutig vor uns gehalten hat. Man beachte den Mitfahrer oben auf dem Dach. Haben wir so auch eher selten gesehen. Also so auf Traktoren, Anhängern oder irgend sowas, ja. Aber dass Leute oben auf dem Autodach mitgefahren sind, war das erste Mal auf der Tour. Aber Rumänien wäre nicht Rumänien, wenn man nicht jeden Tag aufs Neue überrascht werden würde.
Und weiter ging es auf einer vielbefahrenen Landstraße. Und wir haben wieder ein paar Höhenmeter gesammelt. Leider war auch sehr viel Verkehr unterwegs. Ich schneide jetzt mal die Masse raus und dann lasse ich euch ein bisschen mit Landschaft allein, bevor es dann wieder mit etwas interessanteren Bildern weitergeht. Viel Spaß! Hier stehen nun mal ganz easy, keine Ahnung, 10, 12 Wohnmobile rum und alle auch zum Teil so an den Hang mit Anbauten und irgendwas dran. Also die sind nicht einfach nur für eine Nacht da. Autos dabei, Trailer dabei, Motorrad dabei. Ja, was die da getan haben, keine Ahnung. Also wir haben da fast niemanden großartig rumlaufen sehen. Also jetzt keine Hirten oder, gut, da wären noch ein bisschen viele vielleicht, oder sonst irgendwas. Was wir gesehen hatten vorher an der Straße, waren unheimlich viele Verkaufsbuden. Und Sven, seine Theorie ist, dass das die Händler sind, weil hier rundum einfach gar nichts ist. Also keine großartigen Ortschaften, keine Stadt, gar nichts. Sodass sie im Prinzip Zeug dahin bringen, den Stand aufbauen. Das sind ja meistens auch so Holzhütten oder einfach nur Sonnendächer und ein paar Tische. Dann tagsüber da ihr Zeug verkaufen und abends dann irgendwo in die Berge fahren zum Pennen mit ihrem Wohnwagen. Vielleicht darf man das da unten nicht, das weiß ich nicht. Ja, wie auch immer.
wundersame Dinge geschehen und das ist, wie schon gesagt, so ein bisschen rumänisches Allerlei. Immer wieder gern gesehen.
grundsätzlich fahren wir ja schon ziemlich unterschiedliche Motorräder. Der Sven mit seiner 1190er KTM und ich mit meiner 650er BMW. Ähm, auch hier haben wir dann wieder festgestellt, dass es so Untergründe gibt, bei denen ich mit meiner Maschine in der Kombination mit größerem Vorderrad, mehr Federweg und so weiter eigentlich schon zwei Optionen habe. Entweder fahre ich langsamer als Sven oder man geht natürlich das Risiko ein und gibt richtig Gas, dass das Fahrwerk wieder ordentlich arbeiten kann. Allerdings ist das halt immer die Frage, ob man das bei einer Urlaubstour so weit weg von zu Hause unbedingt tun sollte, vor allem wenn man dann irgendwo in den Bergen unterwegs ist, einen Platten riskiert oder vielleicht sogar noch mehr. Und gerade bei meinem Motorrad, ja, was soll ich sagen, die Ersatzteilversorgung von einem 2007er BMW-Gerät, das in Deutschland keine 1000 Mal verkauft worden ist, ist mehr als dürftig. Für Sven wiederum mit der KTM war das hier so ein Ding, wo er gesagt hat, mit seinem Fahrwerk, je schneller, desto besser, weil dann vermutlich auch einfach die Trägheit der Maschine dafür gesorgt hat, dass er da einfach drüber wegbügelt. Ja, und so hat Sven dann wieder die Führung übernommen. Für mich ganz kleiner Nachteil, ein bisschen staubig geworden, aber nicht wild. Großer Vorteil, ich muss nicht ständig aufs GPS gucken, nur ab und zu, kann ein bisschen mehr in die Landschaft gucken, ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Der Blick in den Rückspiegel entfällt und irgendwie ist es durchaus auch ein bisschen entspannter, zumindest wenn man halt genug Abstand hat nach vorne. Und mit Intercom dann auch immer weiß, okay, falls man irgendwo abbiegen muss oder so, wie hier jetzt Größe Pfützen oder irgendwas, dann kriegt man kurz mal noch eine Warnung. Und ja, ist einfach wesentlich entspannter zu fahren und man genießt es ab und zu auch. Ab hier hat sich dann die Landschaft ziemlich verändert. Es ist nicht nur offener geworden und es war ab und zu mal rechts und links ein Haus oder hier so eine Plantage, eine Anpflanzung, irgendwas zu sehen. Witzigerweise standen dann hier auch andere Bäume rum, Birken zum Beispiel, das war richtig auffällig, weil wir das halt vorher die ganze Zeit nicht hatten. Und wir kommen gleich an eine Stelle, die im Track auf der TED-Seite früher Here Be Dragons genannt wurde. Davon gibt es eigentlich zwei Stück, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auf dem TED Rumänien. Eine ist eher im nördlichen Bereich und die andere hier, die im nördlichen Bereich, konnten wir nicht fahren, weil das tatsächlicherweise einer der wenigen gesperrten Bereiche ist, also da, wo man wirklich nicht reinfahren darf. Die hier sind wir gefahren. Ich wusste von ein paar Videos vorher, dass die
spätestens, wenn es geregnet hat, ja, eigentlich nicht fahrbar, sondern eher nur zu schieben war, weil ausgewaschen und auch vom Untergrund ziemlich schwierig. Haben wir dann beides auch gesehen. Also der Untergrund ist dann so ein bisschen sandig geworden, nachher auch richtig, wie soll ich sagen, staubig. Und die Spurrillen oder diese Auswaschung tatsächlich durchaus auch mal so einen halben Meter tief. Und ja, wir haben dann ab und zu mal angehalten, haben uns das Ganze angeguckt, bevor wir da einfach rein und drüber gedonnert sind. Ich meine, meine Kiste hätten wir zur Not da irgendwie wieder rausbekommen. Die KTM hätte ich jetzt keine Lust gehabt, da irgendwie aus einem halben Meter Loch rauszuziehen. Zweite Variante wäre natürlich gewesen zu sagen, okay, man schaut sich das an, sieht nicht gut aus und kehrt um. Aber ja, wie man jetzt hier auf dem Video bis dahin gesehen hat oder sieht, es gibt relativ wenig Möglichkeiten, wo es mal rechts, links abgeht. Und wenn, dann führt das meistens auch nur zu irgendeinem, äh, wie sagt man, nicht Farm. Naja, hier irgend so ein Grundstück mit Bäumen und irgendwelchen Anpflanzungen und einem Haus und das war's. Also man kommt hier von dieser Straße im Prinzip nur wieder da runter, wo man halt auch durch dieses hier mit Dragons Ding fahren muss. Aber durchaus machbar. Bei so einem Wetter kann man das auch alleine fahren. Wenn es nass ist oder regnet oder sowas, würde ich es mir überlegen, ob ich das unbedingt alleine in Angriff nehmen muss. Immer wieder erstaunlich, dass das, wenn man sich das hinterher auf dem Video anschaut, eigentlich völlig easy aussieht. Wenn man davor steht im Gelände, sieht das Ganze doch etwas anders aus in der Realität. Ähm, Zum einen, weil natürlich jetzt hier die Kamera so auf dem Moped angebracht ist, dass er quasi immer einfach nur nach vorne zeigt und nicht, wie soll ich sagen, den Horizont auslevelt. Und somit fällt auch sämtliches und Gefällegefühl irgendwie weg auf dem Bildschirm. Und zum anderen, ja, wenn man sich Videos von Achterbahn anguckt oder wie einer vom 10-Meter-Brett springt, ist das immer alles ganz schön unspektakulär. Wenn man dann selber mal drin sitzt oder eben dann auf so einem Sprungturm steht, ja, sieht die Welt anders aus. Nichtsdestotrotz, wir sind gut durchgekommen. Ich glaube, jetzt, wo das so trocken war, hätte man das auch, ich sag mal, mit anderen Maschinen oder mit nicht unbedingt 50-50 Reifen fahren können. So wild ist das jetzt nicht. Man muss halt gucken, dass man einfach sauber die Spur hält und nicht in so eine Rinne reinrutscht. Aber ja, wer die Strecke fahren will, und speziell das Stück hier, und nicht ordentlich bereift ist und nicht so viel Glück hat mit dem Wetter, würde ich mir überlegen, ob ich das mache. Gerade wenn ich jetzt überlege, wenn ich hier mit der Boxer gefahren wäre und ich hätte mich mal irgendwo in so eine Rinne wäre in so eine Rinne reingerutscht, dann liegt halt sofort der Motor auf, beziehungsweise die Schutzbügel. Oder bei Sven wären es dann halt die Koffer gewesen, die man sich da abreißt. Und ob man das dann alleine zu zweit irgendwie wieder rausgewuppt kriegt, ist natürlich die große Frage. Ähm, ja, Risiko kann man eingehen, muss man nicht. Wir sind wie gesagt durchgekommen und sind dann hier den Weg weiter ins Tal runtergefahren. Von der Strecke her ist es dann auch, ich will nicht sagen, völlig einfach geworden. Was waren immer wieder Löcher drin oder hier so ausgespülte Stellen, wo man halt einfach dann insgesamt jetzt auch nicht so wahnsinnig zügig vorwärts kommen konnte. Und wir den Tag auch aufgrund des Wetters eigentlich dann irgendwann auch gedacht haben, komm, Tal wäre jetzt nicht schlecht, bisschen Schatten wäre nicht schlecht und so gemütlich auf der Straße, bisschen mit Kurven an diesem Stausee lang cruisen, das war dann halt unser Ziel auch noch. Ja, sind wir irgendwann angekommen und haben das eine Weile genießen können, bis dann, wie schon gesagt, der Defektteufel bei meinem Motorrad zugeschlagen hat.
Ja, 15 Uhr haben wir dann das Gelände verlassen, sind auf eine Landstraße gestoßen, relativ wenig Verkehr und sind dann quasi so ein Stück am Stausee lang gefahren. Habe ich nicht gefilmt. Ist eine nette kurvige Strecke, aber man sieht halt ab und zu mal ein bisschen den See auch nur durch die Bäume durch. Wer ein bisschen aufgepasst hat, stellt fest, dass jetzt hier die Schatten wesentlich länger sind. Das ist nämlich jetzt 2 Stunden später und in den 2 Stunden ist Folgendes passiert. Wir sind also da lang gefahren. Ich habe irgendwann festgestellt, dass mein Lüfter die ganze Zeit durchgelaufen ist, aber die Kontrollleuchte nicht angegangen ist für die Motorüberhitzung. Also, ja, vorsichtshalber angehalten und das hier festgestellt. Das ist also die linke Seite von meinem Motor. Man sieht noch unten am Bildrand so ein bisschen einen Kupplungsdeckel, dann den Kupplungszug und über dem Kupplungszug der Schlauch. Das ist ein Kühlwasserschlauch und da drüber läuft direkt der Krümmer. Jetzt kann man natürlich sagen, dass ein Krümmer, der so nah an einem Kühlwasserschlauch langläuft, ein Konstruktionsfehler ist. Tatsächlich ist es aber so, dass der originale Auspuff nochmal eine Aufnahme, also so ein Bolzen dran hat. Wird in eine Gegenhalterung am Rahmen gesteckt und somit ist der gesamte Auspuff eigentlich fest. Das heißt, er kann nicht sozusagen nach unten weggedrückt werden, der kann sich nicht im Krümmer so ein bisschen drehen und damit auch nicht runter an den Schlauch kommen. Das sind dann so ungefähr 5 bis 10 Millimeter Luft, das reicht locker. Jetzt ist es allerdings so, dass die Masse der Maschinen, also dieser X-Challenge, mit einem Leo Vinci-Auspuff gefahren werden. Nicht nur, weil der sich ein bisschen besser anhört, der soll aber auch ein bisschen mehr Durchzug bringen. Keine Ahnung, ich habe den originalen zwar da noch nicht verbaut. Der ist aber auch leichter und vor allem hat der Originaldämpfer von BMW ein Problem mit den Prellplatten, die sich wohl lösen. Und das ist auch nicht reparabel. Das heißt, man hat dann halt für 700 € ja, einen teuren Endtopf, den man nicht mehr nutzen kann, weil er entweder den Luftfluss komplett blockiert oder halt einfach seine Funktion auch nicht erfüllt. Der Le Vinci-Auspuff wiederum hat keine Aufnahme dran. Also der wird quasi hinten nur mit der Schelle verschraubt. Aber an der Zuleitung zum Endtopf ist halt diese Aufnahme nicht, dieser Bolzen, den man im Rahmen sozusagen feststeckt. Und damit passiert es halt, wenn man zu viel Gelände, oder was heißt zu viel, wenn man ja im Gelände es ein bisschen zu hart angehen lässt oder dann auch, wie bei mir jetzt mit den Enduristan-Taschen drauf, die ja auf dem Hitzeschutzblech direkt am Endtopf auch natürlich dementsprechend anliegen und da drauf drücken, dann drückt sich diese gesamte Auspuffanlage so ein bisschen nach unten und wird quasi nur oben am Endtopf und vorne an der Krümmermutter gehalten. Das führt dazu, dass der Krümmer natürlich irgendwann auf dem Gummischlauch landet. So ist es mir dann passiert. Ich habe quasi so ziemlich die ganze Flüssigkeit verloren, Kühlflüssigkeit. Und deshalb lief auch der Lüfter zum Glück, ja, wie soll ich sagen, angehalten, nachgeschaut und gemerkt, noch bevor die Kontrollleuchte angegangen ist, so dass ich zumindest mal bis jetzt auch nicht feststellen konnte, dass ich irgendeinen Schaden am Motor hätte. Repariert haben wir das Ganze vor Ort natürlich erstmal nicht bekommen, aber zumindest geflickt. Und zwar mit Hilfe von dem ganz vielen Müll, der in Rumänien rumliegt an den Straßenrändern, überall da, wo gerne mal Touristen anhalten und wie in unserem Fall an diesem Stausee, keine Ahnung, Bilder machen, angeln gehen, was auch immer. Also eine platte Cola-Dose genommen, die dazwischen geklemmt und dann halt noch ein bisschen fixiert und den Krümmer aber so weit unten gelassen, dass genug Druck auf die Cola-Dose war, um halt dieses Leck da zu füllen. Aufgefüllt haben wir das Ganze dann mit meiner Trinkblase, mit dem Wasser, was da noch drin war. Also ja, quasi fast 3 Liter sind da in der Regel drin, weil ich die sehr selten benutze. Wir kaufen halt, habe ich schon mal gesagt, immer wenn wir irgendwo an der Tankstelle waren, was zu trinken. Oder ich habe sowieso immer, ich glaube, 1 oder 2 Halb-Liter Flaschen dabei für zwischendurch. Und der Camelback ist quasi nur die Reserve. Ja, aufgefüllt, auf die Google Maps App geguckt, wo die nächste Tankstelle ist, um halt wieder Kühlflüssigkeit zu finden oder vielleicht sogar ein bisschen irgendwas, um das zu flicken. Festgestellt, dass wir von diesem Seeufer, dort wo wir waren, in beide Richtungen, ich glaube 64 Kilometer oder sowas, bis zur nächsten Tankstelle hatten. Also das ist in ganz Rumänien überhaupt noch nie passiert, dass wir so weit von irgendwelchen Tankstellen waren. Und ja, haben uns dann entschlossen, in die Richtung weiterzufahren, in die auch der TED weitergeht. Also erstmal drauf zu bleiben dann, zu gucken, dass wir, wenn es dunkel ist, spätestens irgendwas zum Pennen finden.
Der Plan war dann einfach morgens zu gucken, ob die Flüssigkeit oder das Wasser im Prinzip noch drin war, dann die Tankstelle anzufahren und dann, ja, weiter Plan machen. Ähm, Die Unterkunft haben wir dann auch gefunden. Das nannte sich, wie heißt das, glaube ich, Jagdhaus oder so oder Forsthaus. Leider ist es natürlich so, wenn es viel Wald gibt, gibt es viele Pensionen, die sich Forst oder Jagdhaus nannten oder nennen. Und das mit Straßennamen und Hausnummern funktioniert natürlich irgendwo in der Pampa auch nicht so richtig. Also, wir waren dann erst bei dem Falschen, ich habe dann versucht, mit so einem alten rumänischen, völlig griesgrämigen Menschen irgendwie, zu kommunizieren und den zu fragen, wo denn jetzt die Pension ist. Hat alles nicht so richtig geklappt. Da kamen dann so ein paar junge Typen auch an mit dem Auto, die zumindest ein bisschen Englisch konnten, die uns dann aufgeklärt haben: „Hier, pass auf, das heißt Forsthaus, dafür gibt's ganz viele und fahrt mal vielleicht in die Richtung, da müsste was sein." Ja, haben wir dann auch gefunden. Haben dann auf dem Campingplatz noch Pizza oder sowas gegessen. Hm, ganz gut geschlafen in so 'nem Blockhaus-Ding und sind dann am nächsten Morgen, zu der Tankstelle, dann zu 'nem Baumarkt. Also, Kühlflüssigkeit haben wir bekommen an der Tankstelle. Am Baumarkt, habe ich Blech zuschneiden lassen, weil ich mir eigentlich gedacht habe, ich baue mit dem Blech dann so 'ne Art Schelle um den Schlauch und mache das dann mit Schlauchbändern besser dicht, als das mit der Cola-Dose war. Ja, hat sich rausgestellt, das mit der Cola-Dose und dem Krümmer draufdrücken war die beste Variante. Und am nächsten Tag haben wir dann tatsächlich jemanden gefunden, auch eine super Geschichte, bei dem ich das Ganze reparieren konnte mit ihm zusammen. Das erfahrt ihr allerdings dann im nächsten Teil. Bis dahin.